Fraport ist der größte Airport-Betreiber in Deutschland. Wir betreiben weltweit 30 Flughäfen, hatten im Jahr 2023 rund 168 Millionen Passagiere. Knapp 60 Millionen davon sind über den Frankfurter Flughafen geflogen. Weltweit beschäftigen wir 20.000 Mitarbeiter, davon über 14.000 am Flughafen Frankfurt. Wir sind der größte Cargo-Hub in Europa und hatten 2023 über 1,8 Millionen Tonnen Fracht, die hier abgewickelt wurden. Im Jahr 2022 einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro erzielt. Wir haben eine Vielzahl von Betriebsvereinbarungen, die wir durch unsere große Anzahl von Töchtern, die wir im System abwickeln. Im Moment sind es 14 Konzerngesellschaften mit über 13.000 Mitarbeitern verteilt auf 2 Mandanten im SAP HCM-System. Im HR-Bereich ist natürlich die Abrechnung der Kern. Dies ist die Visitenkarte nach außen für die Mitarbeiter, die sich darauf verlassen müssen, dass immer die Ergebnisse korrekt sind. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass die Abrechnung jederzeit qualitativ hochwertig erfolgt. Und dies kann nur durch eine Tool-Unterstützung erfolgen, weil wir auch hier eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit in den Betriebsvereinbarungen, in den Arbeitszeitplänen, in Änderungen im System und on top der gesetzlichen Anforderungen haben. Und dies führt dazu, dass wir eine Tool-Unterstützung wie FIS HRD als unerlässlich ansehen. Genauso wie die Fraport AG sehr hohe Qualität bei der Erbringung der eigenen Leistungen im Rahmen des Flughafenbetriebs garantiert, stellt sie auch vergleichbare Anforderungen an die Softwarelösungen, die zum Unternehmenserfolg beitragen sollen. Dies ist umso wichtiger im Bereich Personalwesen, wo es ja in den Kernfunktionen wie zum Beispiel Zeitabrechnung oder Personalwirtschaft sehr auf Qualität und auf Zuverlässigkeit und auf Sicherheit ankommt. Ja, neue tarifliche Grundlagen, individuelle Betriebsvereinbarungen wirken sich ja oft unmittelbar direkt auf die Entgeltabrechnung aus. Ja, das ist oft sehr zeitkritisch und muss aber trotzdem zuverlässig im System hinterlegt werden, gepflegt werden und sollte jederzeit revisionssicher sein und natürlich auch nachvollzogen werden können. Wir hatten zum Beispiel Vergütungsregelungen, die sich nur auf die Beschäftigten der Gepäckförderanlage beziehen. Oder es gibt Regelungen, die nur für die operativ tätigen Mitarbeiter gelten. Und da muss immer sichergestellt werden, dass nur die relevanten Beschäftigten von dieser Regelung betroffen sind und von dieser profitieren. Vor der Einführung von FIS HRD war es kaum möglich, dass Änderungen parallel mit mehreren Kollegen stattfinden konnten. Man konnte nicht sicher sagen, welcher Stand der Abrechnung der Schemen und Regeln im Produktivsystem für welche Abrechnung genutzt wurde. Und dies ist einer der wesentlichen Vorteile, die wir jetzt durch die Nutzung von FIS HRD haben. Außerdem können wir auch die Tests wesentlich beschleunigen und viel besser nachvollziehen, welche Änderungen sich auf welche Bereiche auswirken und somit die Qualität gleichbleibend sicherstellen. Es werden Transporte geliefert, die sind einfach im System einzuspielen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade als wir den neuen Mandanten aufgesetzt haben, die Unterstützung der FIS hier sehr gut war. Das war mitten im Lockdown und wir konnten nur remote zusammenarbeiten, haben einen super Support hier erhalten und auch eine Einweisung ins System, Schulungsunterlagen. Und hier war eine hervorragende Zusammenarbeit gegeben, die uns zu einem Ergebnis geführt hat, das uns jederzeit zufriedengestellt hat. Mit diesem Tool sind wir ganz anders aufgestellt und können sicher sagen, welche Änderung wirkt sich auf welches Element aus und können dies bei den Tests im Entwicklungssystem als IT-Abteilung jederzeit nachvollziehen. Dies ist auch ein wichtiges Element, gerade weil SAP HCM als strategisches Produkt auch innerhalb unseres Konzernprogramms HNIO, wo alle Prozesse neu gedacht und auch digitalisiert werden sollen, wichtig, damit wir jederzeit eine verlässliche Entgeltabrechnung und Zeitwirtschaft als Basis nutzen können.
wir machen nicht alle Implementierungen, gerade im Bereich der Zeitwirtschaft selber, sondern dienen uns dort auch eines externen Dienstleisters. Und wir müssen sicherstellen, dass wir Anpassungen auch selbst machen können. Und hier ist es einfach wichtig zu erkennen, wird an einem gewissen Bereich schon gearbeitet. Und dies ist mit Standard-SAP-HCM-Mitteln nicht möglich, sondern nur durch den Einsatz von FIS-HRD. Ja, Fraport hat das Ziel, Fehler von Anfang an zu vermeiden oder zumindest zu minimalisieren. Falls es aber doch eintritt, hat man die Möglichkeit, sehr schnell zu reagieren und die Korrektheit der Daten wiederherzustellen. Die Fraport AG setzt hier zum zusätzlichen Schutz der Mitarbeiterdaten, die sehr sensibel sein können, Lösungen der FIS ein, um revisionssicher zu sein und Änderungen jederzeit nachvollziehen zu können. Für uns als I&K ist es unerlässlich, auch auf dem Entwicklungssystem schon Tests durchzuführen. Und dies kann nur dadurch erfolgen, dass wir die Testdaten in anonymisierter Form auf dem Entwicklungssystem zur Verfügung gestellt bekommen. Hierbei ist das Tool FIS-HRD unerlässlich. Die FIS-HRD-Tools sind die passende Ergänzung zum SAP-Standard, um eben die ganzen Anforderungen, die im Bereich HCM aus der Personalabteilung gestellt werden, adäquat zu sichern und darzustellen. Diese hohe Datenqualität spart einerseits Zeit und entlastet aber auch die Personalabteilung und die IT beim Management der HR-Systeme. Wir können es uns nicht mehr vorstellen, ohne dieses Tool Implementierungen vorzunehmen.